In einer Werkstatt sammeln sich über die Jahre eine Menge an Werkzeug an. Manche Sachen nutzt man einmal und legt sie danach wieder ins Regal oder in die Schublade. Andere werden zu echten Problemlösern, die man plötzlich ständig in der Hand hat. Genau solche Werkstatthelfer oder Werkzeuge möchte ich dir heute vorstellen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass mindestens eines dieser Werkzeuge selbst viele erfahrene Heimwerker noch nicht kennen. Und ich bin wirklich gespannt, ob ihr eins dieser Werkzeuge wirklich nicht kennt. Jetzt aber erstmal Servus und herzlich willkommen bei Gipfelholz. Ich bin der Jens und ja, diese Werkzeugvorstellungen, diese Gimmicks, Werkstatthelfer und so, die kommen bei euch ehrlich gesagt richtig gut an, die Videos. Und deshalb habe ich mir wieder mal gedacht, machst deinen warmen Korb mal voll und bestellst einfach mal solche Sachen her und schaust du dir einfach mal ein paar Werkzeuge an, die bei euch da draußen auch relativ beliebt sind. Und ja, deshalb Warenkorb voll gemacht und dieses Thema geht's heute in diesem Video. Da hinten liegen schon ein paar Sachen rum und die werden wir uns mal genauer anschauen. So, legen wir gleich los. Ohne Zeit zu verschwenden, fangen wir mit dem ersten an. Das ist hier, nein, das ist es gar nicht. Und wo ist das andere? Ich habe es gefunden. Das passt sogar in eine Hosentasche rein. Also das kann man theoretisch überall mitnehmen. Und jetzt schauen wir mal, was das genau ist. Hier liegt das gute Stück, um was es jetzt hier geht. Das kleine Stück hier ist fast das gleiche wie das hier in groß. Und zwar ist das eine Fingerratsche oder eine Daumenratsche. Dieses Teil hier habe ich auch letztens erstmal vorgestellt, bevor es jetzt hier weitergeht. Das ist bei euch auch mega beliebt angekommen. Das ist ja nicht eine normale Ratsche, wie ihr sie kennt. Ganz normale Ratsche, zack, 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 könnt ihr dann ratschen. Aber an manchen Stellen kommt man nicht wirklich hin zum Ratschen, also diese Bewegung hier. Und jetzt kommt das Coole dran. Ihr seht den Griff hinten. Diesen Griff kann ich drehen links und rechts. Und schaut mal, was da mit dem Rad passiert, mit der Drehrichtung passiert. Und somit kann ich auch öffnen, ohne diese seitliche Bewegung zu machen, weil ich manchmal echt zu eng ist, kann ich mit der das Ganze auch öffnen. Geht natürlich auch in die andere Richtung. Aber darum geht's nicht. Nur noch mal so, was euch gut schon mal gefallen hat, werde ich euch natürlich unten auch noch mal verlinken. So, es geht es hier um diese Daumenratsche. Ich habe sie, oder wie heißt das Ding? Ich glaube Daumenratsche, Fingerratsche, keine Ahnung. Und ja, haben wir eine Bitaufnahme dran, kann ich hier ein Bit reinmachen, könnt auch noch eine Verlängerung reinmachen, ganz klar. Und habe hier oben noch eine Möglichkeit, einen Schlüssel anzustecken, einen kleinen Steckschlüssel anzustecken. Ja, das ist dann natürlich wieder sinnlos, weil ich ja auch wieder Platz brauche. Aber an manchen Stellen, wo ich nicht rankomme, kann ich einfach total easy hier drehen. Und man kann natürlich noch die Laufrichtung, kann man dann natürlich noch an diesem Rädchen hier unten umschalten und dann geht das Ganze in die andere Richtung. Wer von euch kennt dieses Teil hier? Wie gesagt, ich habe es erst letztens gebraucht und ohne dieses Teil hätte ich meine Schraube nicht öffnen können. Also ich finde sie jetzt gar nicht mal so schlecht. Es ist nice to have. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass man sie irgendwie ständig braucht irgendwie. Aber wenn man sie hat, dann ist es echt top, wenn man sie mal braucht. Also besser haben als brauchen. Oder was meint ihr dazu? Kanntet ihr diese Daumenratsche, Fingerratsche? Bin ich mal gespannt, was ihr da unten in die Kommentare reinballert. Kommen wir gleich mal zum nächsten Werkzeug, zu den nächsten zwei Werkzeugen. Das ist beziehungsweise zwei Maßbänder. Boah, Maßbänder ist doch total langweilig, denn Maßbänder benutzen wir natürlich alle in der Werkstatt und sie erfüllen immer den gleichen Zweck. Aber wusstet ihr, dass es Maßbänder gibt, die für bestimmte Tätigkeit besonders gut geeignet sind? Ich zeige euch nämlich heute zwei Maßbänder, die ich gefunden habe, die echt super interessant sind, womit ihr eure Arbeit genauer und schneller erledigen könnt. Und die meisten von euch da draußen, die wissen nicht mal, dass es diese beiden Maßbänder überhaupt gibt. Fangen wir mit dem ersten Maßband an. Das ist ein Maßband von BMI Meter. Das ist sogar ein deutsches Unternehmen, made in Germany. BMI hat aber nichts mit dem Body Mass Index zu tun, sondern so heißt die Marke. So, ihr seht gleich, dass dieses Maßband kein Gehäuse hat, so wie ihr das dann praktisch von diesen Maßbändern einfach gewohnt seid, sondern so einen kleinen Griff hat es hier einfach nur, so ein mini kleines Gehäuse hier. Und ja, wo ist jetzt das Maßband, wie wickel ich das aus? Und zwar ist es ganz einfach, man muss es einmal nur umklappen, dann
bleibt das Ganze dann so stehen. Also auch wieder zum Zuklappen braucht man es einfach nur so machen, aufklappen und dann, jetzt kommt das Lustige. Normalerweise kennt man es ja, dass die Maßbänder nur einziehen. Bei diesem Maßband drücke ich jetzt hier auf diesen Knopf hier unten drauf, auf diese Lasche hier. Und das Ding fährt schon mal so um die 60 cm automatisch aus. Jetzt ist es aber natürlich genau andersrum. Automatisch fährt es aus, aber zum Reinschieben muss ich das Ganze praktisch hier den Knopf drücken und muss es dann praktisch reinschieben und wieder umklappen. So, was ist jetzt an diesem Band so besonders? Man kann es natürlich aufklappen, es passt sehr gut in die Hosentasche, man muss draufdrücken, es fährt automatisch aus. Das ist schon mal besonders, aber das Besondere ist eigentlich jetzt daran, dass ihr, wenn ich jetzt dieses Mal hier ausklappe oder hier hinlege und ein normales Maßband nehme, da habt ihr erstens mal diesen Haken hier vorne dran, der muss sich natürlich bewegen, das wisst ihr ja, ob ihr jetzt auf Stoß messt oder ob das Ganze einhängt, muss es sich ja bewegen, damit es auch richtig messen kann, weil das Material muss ja noch abgezogen werden. So, aber wenn ich das Ganze jetzt einfach mal so hier hinlege, dann seht ihr schon mal diesen Unterschied, wo dieses Maßband aufliegt. Also angenommen, ich will jetzt hier auf Stoß irgendwas messen und will diese 20 cm hier anreißen oder anzeichnen, dann muss ich dieses Maßband eigentlich immer drehen und dass es dann praktisch unten aufs Material kommt. Weil diese ganzen Maßbänder sind ja so praktisch gebogen und ich muss es dann immer irgendwie hindrehen und manchmal kann man nicht ganz genau anreißen und das Ganze bewegt sich natürlich. Und jetzt seht ihr mal dieses Maßband nochmal an. Ihr seht jetzt gleich mal diesen krassen Unterschied, dass wir mit diesem Maßband, das ist andersrum gewölbt, also praktisch die angezeichneten Striche unten, die liegen auf dem Holz direkt gleich auf. Ich messe was auf Stoß und kann dann direkt hier bei 20 cm einen Strich machen oder je nachdem, wo ihr wollt. Und das finde ich natürlich schon mal sehr, sehr gut, dass ich nicht jedes Mal das Maßband irgendwie drehen muss. Also machen wir damals als ein Beispiel, ich hole jetzt mal meine Schiene hierher, mache das Ganze auf Stoß und gerade bei solchen flachen Arbeiten, wenn man jetzt nichts einhängen muss oder so, auf lange Strecke gesehen, das hat übrigens 2 Meter Länge, es gibt es auch in 3 Meter. Ich habe jetzt die 2 Meter Version hier und ihr setzt es einfach auf Stoß, müsst euer Maßband nicht irgendwie drehen, sondern einfach bei 20 cm anzeichnen, fertig. Und jetzt vergleichen wir das Ganze jetzt nochmal hier. Ihr seht, wie hoch das Ganze hier liegt und ich muss das Ganze immer wieder drehen und bin dann hier eigentlich dann schon wieder ein bisschen verrutscht, weil ich das Ganze praktisch mitgedreht habe. Also es ist natürlich machbar auf jeden Fall, aber ich finde jetzt diese Lösung mit diesem Maßband echt sehr, sehr gut. Was das Tolle daran natürlich ist, auch, es ist ja wie ein Stahllineal. Also es heißt wirklich, ich kann das Ganze jetzt praktisch als Stahllineal auch anlegen und kann dann hier meine Sachen ganz einfach anreißen, weil es wie es eigentlich so gut wie ein Stahllineal ist, was man dann auch noch zusätzlich nehmen kann und das kann man ja verlängern bis auf 2 Meter und könnte es als Stahllineal verwenden. Finde ich auch sehr, sehr gut. Zum Reinfahren ist es natürlich klar, ich würde den Hebel hier drücken und das Ganze dann einfach reinschieben. Also nicht so wie bei den anderen auf den Knopf drücken und es fährt dann automatisch rein. Da geht es genau halt andersrum. Das muss halt jedem bewusst sein. Es ist gerade vorher bei mir 1 Meter rausgefahren. Jetzt gerade weniger, aber sonst fährt es normalerweise so circa 50, 60 cm raus. Jetzt sind wir bei 70 cm. Und Knopf drücken und das Ganze dann einfach wieder reinschieben, umklappen. Und so könnt ihr es auch wieder in die Hosentasche nehmen. Es gibt auch noch einen Gürtelclip dazu, den kann man dann praktisch an den Gürtel hinmachen. Hier genau seht ihr, Gürtel kann man hinmachen und kann das Maßband theoretisch danach auch noch so einhängen. Oder auch woanders natürlich. Habt ihr dieses Maßband eigentlich schon gekannt und wie findet ihr es? Also ich finde es echt sehr, sehr gut. Es ersetzt natürlich jetzt nicht das Maßband so zum Einhängen zum Beispiel oder halt, dass man dann irgendwo sich das Ganze einhängt und dann lang zieht das Ganze. Dafür ist es ehrlich nicht gesagt eher Sachen zum, ich sage jetzt mal hier, wenn man jetzt gerade mal was sägen will, mit der Schiene zum Beispiel, um da was exakt anzuzeichnen, finde ich das echt eine sehr, sehr gute Lösung. Ich bin mal gespannt auf eure Meinung, wie ihr dieses Maßband findet. Schauen wir uns mal das andere Maßband an, was ich noch hier habe und das könnte für einige da draußen von euch auch sehr interessant sein.
Das Maßband schimpft sich Talmeter mit 2 Meter und ja, schaut erstmal ganz aus wie ein ganz normales Maßband. Aber jetzt müssen wir mal ganz genau hinschauen, wenn wir es mal ein bisschen ausziehen. Und zwar da vorne haben wir so eine ziemliche Spitze hier dran und hier haben wir so eine Art kleines Messer dran, was wir hier sehen. Ich hoffe, ihr könnt das Ganze erkennen. Also eine minimale Spitze vorne dran, so kann man es gut sehen. Und das hat schon einen Grund, wozu das ist. Denn das ist nämlich zum Anreißen gedacht. Angenommen, ihr wollt was anreißen, zum Beispiel 10 cm, dann stellst du das genau auf diese 10 cm hier unten ein und dann braucht es im Endeffekt einfach nur dann langziehen und anreißen. Mehr ist es gar nicht. Und einmal durch. Und schon haben wir hier auf 10 cm angerissen. Finde ich schon mal ganz gut. Das kann man nicht nur auf Holz verwenden, sondern auch im Trockenbau zum Beispiel, um jetzt Gipskarton zum Beispiel anzureißen. Also das funktioniert auch, das wollen wir jetzt auch gleich mal probieren. So, Gipskarton und das ist ein ziemlich dicker Gipskarton. Schauen wir mal, ob wir den richtig gut durchkriegen. Einfach anlegen, 10 cm und den einmal durchziehen. Schaut's mal, ein perfekter Schnitt und jetzt nur noch mit dem Messer die andere Seite durchtrennen, fertig. So, jetzt haben wir noch mal ein Problem und zwar haben wir das alle, wenn wir zwischendrin was messen wollen. Wenn man jetzt ein Maßband, einen Meterstab nimmt und das Ganze dann messen will, da komme ich ja theoretisch auch nicht rein. In diesem Fall funktioniert es, sind exakt 450 mm, wenn ich es jetzt so anlegen kann. Aber manchmal komme ich einfach mit meinem Maßband oder mit meinem Meterstab einfach nicht da rein. Ihr könnt es ja sehen, wie will ich das messen? Das stimmt jetzt nicht wirklich, weil ich nicht in die Ecke unten reinkomme und das nicht richtig messen kann. So, jetzt haben wir noch eine richtig coole Funktion bei diesem Maßband und zwar ist da hinten ein kleiner Hebel, den muss ich nur mal umklappen oder hochschieben und dann klappt hier hinten was aus. Was ist das? Erstens mal, auf der Seite haben wir dann wieder so eine kleine Spitze, wo wir auch noch anreißen könnten, aber wenn ich jetzt das Maßband mal ausfahre und auf der Skala anschaue, jetzt seht ihr bei der 10 eine 20 stehen, bei der 20 eine 30 stehen. Das ist genau exakt die Entfernung von dort bis dort hinten, die wir dann einfach zuaddieren müssen. Das heißt, wenn ich jetzt hier zwischendrin was messen will, lege ich einfach die Seite an, fahre das Maßband aus und kann jetzt hier exakt ablesen. In diesem Fall, ich drehe es ein bisschen, in diesem Fall sind es praktisch diese 40 plus 5 mm, sind wir bei 450 mm und dann können wir exakt wirklich auch diesen Zwischenstand messen. Und das Coole ist natürlich, ihr könnt das Ganze dann natürlich dann einstellen. Also ihr geht dann auf diese 45, könnt ihr das wieder einklappen hier, einfahren, geht ihr auf diese 45 und könnt jetzt exakt wieder anreißen. Das heißt auch gerade im Trockenbau richtig cool. Ich messe was zwischendrin, stelle das Maßband dann wieder ein, hänge es ein und kann dann wieder praktisch anreißen. Also ich finde es echt top. Aber halt Leute, das ist noch nicht die letzte Funktion und da gibt es so eine richtig coole andere Funktion. Ich kann damit das Ganze, ich kann es als Zirkel, Anreißzirkel theoretisch auch nochmal verwenden und das ist auch mal cool. Ihr seht bei der 10 da unten ist ein minimales kleines Loch drin im Maßband und da brauche ich nur einen spitzen Gegenstand, stecke den da durch, stecke ihn da drauf und ich kann ja jetzt praktisch anreißen. Also ich stelle das Ganze jetzt zum Beispiel auf 5 cm ein und kann dann einen Kreis ziehen mit 10 cm Durchmesser. Und jetzt brauche ich dann einfach nur das Ganze hier festhalten und mein Maßband einfach drehen. Und ihr seht, dass ich das dann wirklich schön anreißen kann. Und da kann ich ja wirklich jeden Kreis in jeder Größe kann ich ja praktisch dann anreißen und das Ganze als Zirkel verwenden. Ich glaube, ihr könnt den Kreis gar nicht richtig erkennen. Ich zeichne den mal nach, wie schön der geworden ist. Wir haben ja angerissen, das passt ja, also kann ich noch mal einmal nachzeichnen. Obala. So, das habe ich jetzt einfach mal nachgezeichnet und ihr seht, was für einen schönen Kreis wir hier mit unserem Maßband machen konnten. Aber jetzt mal ehrlich Leute, findet ihr diese Funktionen von diesem Maßband sinnvoll? Kann man das brauchen? Oder auch dieses andere erste Maßband? Bin ich mal gespannt, wie eure Meinung dazu ist, ob ihr diese beiden Maßbänder für sinnvoll haltet.
Leute, nächstes Thema und zwar Kegelsenker. Ich habe jetzt hier ganz normale Kegelsenker auf dem Tisch stehen. Das sind ganz normale Kegelsenker, die man jetzt einfach einspannen kann und dann zum Beispiel eine Schraube versenken kann oder. Und die sind echt gut. Die nutze ich auch seit Jahren im Endeffekt. Super toll. Aber dann gibt's ja praktisch noch die Senkelkopfbohrer, wo dann automatisch, ich sage jetzt mal, der Bohrer wo es mitgebohrt wird, vorgebohrt wird und automatisch gesenkt wird mit Tiefenanschlag, dass ich nicht tiefer senken kann. Weil bei denen ist es ja so, man muss es in einer Ständerbohrmaschine einstellen, die Tiefe dann einstellen, ist gut. Aber da habe ich jetzt welche hier mit einem Tiefenanschlag. Da gibt's so paar gibt's schon auf dem Markt. Wolfkraft zum Beispiel hat auch so einen Senkkopfbohrer mit Tiefenanschlag, so nennt man das, glaube ich. Und alles in Ordnung, den habe ich jetzt nicht hier, aber es gibt auch noch andere Hersteller, die sind richtig teuer. Da zahlt man für so ein Ding dann um die 40, 50 Euro. Keine Ahnung. Ich habe jetzt hier einen auf dem Tisch stehen, den nutze ich jetzt auch schon eine Zeit lang und bin damit ehrlich gesagt richtig zufrieden und der ist nicht wirklich teuer. Es sind nämlich 4 Bohrer in diesem Satz gleich mit Tiefenanschlag dabei. Das sind jetzt meine, die ich sonst immer verwendet habe. Sind gute Teile, keine Frage, die tun wir jetzt einmal mal weg. Aber wenn ich jetzt gleich mal vorbohren will und nochmal dann praktisch einen Kegelsenker benutzen will oder einen Senkkopfbohrer gleichzeitig mit Anschlag, dann bin ich mit dem jetzt ganz gut gefahren. Kann ich euch natürlich alles, was ihr in Videos seht, werde ich euch natürlich unten in der Videobeschreibung verlinken. Und das passt schon. Und warum der Tiefenanschlag? Der Tiefenanschlag ist dafür da, dass ich jetzt jede Bohrung freihand wirklich in der gleichen Tiefe gleich machen kann. Und da habe ich diesen hier gefunden und der hat auf Amazon auch recht gute Bewertungen. Das sind jetzt 4 Bohrer dabei. Einmal 2,8, einmal 3,2, 3,5 und 4,0 Millimeter an Bohrer, die wir hier haben. Schauen wir uns jetzt mal genau an. Also ihr seht es hier dreht sich das Ganze schon mal. Ein Schlüssel habe ich auch mit dabei und da kann ich jetzt diese Tiefe einstellen. Also hier haben wir eine kleine Skala in Millimeter und in Zollangaben. Könnt ihr, glaube ich, hier irgendwo jetzt hier erkennen. Und damit kann ich diese Tiefe einfach einstellen. Also ich gehe jetzt da einfach auf 2 Millimeter. Und schon ist er eingestellt und tiefer wird er nicht senken. Das finde ich ganz gut. Vorbohren, senken und die Tiefe wird gehalten. Das Ding dreht sich mit. Das Ding dreht sich so lange mit, bis wir diese Tiefe erreicht haben. Dann wird das Ganze stoppen. Und ja, das wollen wir jetzt natürlich mal ausprobieren und ich möchte es euch zeigen. So, eine Chance, wir haben überall die gleiche Tiefe erreicht und das wirklich mit dem Anschlag finde ich echt top. Wir können das Ganze natürlich auch mal messen. Messen wir mal einfach runter. Wir haben auf 2 mm eingestellt. Und was haben wir erreicht? 2,1 oder 2,2 Millimeter haben wir drin, also 2 Zehntel nicht richtig, aber das ist ja absolut in Ordnung, wenn ich jetzt in Holz reinbohre. Und damit kann ich auch die Tiefe wirklich einstellen. Wir können jetzt auch mal ein bisschen tiefer bohren, dann verschwindet nämlich die komplette Schraube dann auch. Ich habe jetzt da mal eine Schraube reingemacht und ihr seht, dass ich so tief gebohrt habe und gesenkt habe, damit ich dann theoretisch jetzt noch das Ganze verschließen könnte und damit könnte ich jetzt einen Rundstab reinmachen, absägen und schon hätte ich diese Schraube auch schön versteckt im Holz. Also das ist natürlich mit diesen Bohrern auch möglich. Top! Ich werde sie euch natürlich unten in der Videobeschreibung verlinken, die Senkkopfbohrer. Und ich finde die jetzt echt gut mit dem Anschlag, weil ich dann wirklich freihand hier auch mal Sachen bohren kann. Und ich habe immer die gleiche Tiefe und ich kann auch mal Schrauben einfach verstecken und das alles freihand ohne Bohrständer. Finde ich echt mal ganz gut. Jetzt würde mich von euch aber interessieren, was habt ihr im Einsatz? Habt ihr die normalen Kegelsenker im Einsatz oder habt ihr auch schon einen mit Tiefenanschlag? Wie zufrieden seid ihr damit? Welche Marke habt ihr? Könnt ihr noch andere empfehlen? Würde mich alles mal interessieren und ballet es unten mal in die Kommentare rein. Und jetzt habe ich euch noch 2 solche Teile auf dem Tisch liegen, diese unscheinbaren schwarzen Kästen hier. Was könnte denn das sein? Und ich bin mir absolut sicher, dass die von euch eigentlich fast jeder kennt oder vielleicht auch schon im Einsatz hat oder vielleicht daran denkt, sich solche Teile noch zu kaufen. Doch was ist das?
Und zwar sind das Akkuadapter. Ja, wozu braucht man die? Ihr kennt es doch bestimmt selber. Ihr habt es selber bestimmt in der Werkstatt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Schreibt es mal unten in die Kommentare rein. Ich habe hier Parkside Akku. Ich habe hier Makita Akku. Ich habe hier Bosch Professional. Und ich habe da 3 verschiedene Systeme. Und da passen die Akkus natürlich nicht auf die einzelnen Maschinen drauf. Und das sollte ja eigentlich nicht so sein, sondern eigentlich sollte ein Akku für alles sein. Finde ich echt mal cool, wenn es sowas geben würde. Aber es gibt ja Adapter dafür, womit man dann praktisch Parkside mit einem Bosch betreiben könnte, mit einem Bosch Akku betreiben könnte. Und diese Adapter schauen wir uns einfach mal genauer an, ob die auch wirklich funktionieren. So schauen die ganzen Adapter aus. Aber Leute, das gibt so zig viele Varianten davon. Das heißt, es gibt Parkside auf Bosch, Bosch auf Makita, Dewalt und. Einhell ist dabei. Es ist alles mit dabei. Ich werde es euch natürlich unten in der Videobeschreibung verlinken. So, und jetzt haben wir hier zum Beispiel ein Beispiel. Dort ist zum Beispiel ein Bosch Professional, also ein Procore. Passt, jawohl. Und das Ganze geht dann auf Makita. Zack, bumm. Und schon könnte ich das Ganze betreiben. Wollen wir mal schauen, ob es funktioniert. Absolut funktioniert. Der einzige Nachteil ist, wir haben einen größeren Aufbau hier dran. Natürlich muss das ja, dieser Adapter muss ja dann irgendwie zusammenpassen, das Ganze. Deshalb haben wir einen größeren Aufbau drauf. Aber ihr seht, dass es funktioniert und ich hätte jetzt auf der Baustelle die Kantenfräse mit dem Bosch Procore Akku verwenden können. Und das finde ich mal richtig, richtig gut, dass es funktioniert und dass ich nicht zigtausend verschiedene Akkus habe. Das Ganze geht natürlich jetzt auch andersrum. Also wenn ich jetzt mal das Ganze wieder auseinanderbaue. Apropos, habt ihr gerade gesehen, da ist noch ein kleiner USB-Anschluss oben drauf. Da könnte ich theoretisch noch mein Handy mitladen mit diesem Akku. Finde ich auch ganz gut. So, das geht natürlich jetzt auch andersrum. Ich glaube, so geht's genau. Das hier drauf auf den Bosch Professional und das Ganze auf den Parkside, den ich jetzt auch noch im Einsatz habe und der perfekt funktioniert. Natürlich, um wieder zu erwähnen, der Aufbau, wo man ein paar, ja, ich sage jetzt mal einen Zentimeter höher sind als mit dem normalen Akku. Ja, wartet mal, ich muss ja erstmal probieren, ob es geht. Absolut funktioniert, also echt top. Ich habe auch mal so einen aufgeschraubt. Es gibt ja so 3D-Druck-Varianten, die man sich auch selber drucken kann teilweise. Aber ich finde, das lohnt sich nicht. Da muss man noch rumlöten mit irgendwelchen Widerständen oder sonst irgendwas, damit es auch mit allen Geräten irgendwie funktioniert. Da kenne ich mich nicht aus. Aber wie gesagt, die sind ja schon komplett fertig und man kann sie so genau so kaufen. Leute, jetzt mal ganz ehrlich, was haltet ihr von diesen Adaptern oder habt ihr sie vielleicht schon im Einsatz oder noch gar nicht gekannt? Bin mal gespannt, was ihr unten in die Kommentare reinschreibt. Ich finde es jetzt gar nicht so schlecht. Was euch bewusst sein muss, ist, dass wir einen größeren Aufbau haben. Je nach Hersteller und je nach Modell haben wir natürlich einen höheren Aufbau bis zu 2,5 cm, was wir dazu addieren müssen von der Größe vom Akkupack. Die Teile selber, die wiegen ja nur ein paar Gramm im Endeffekt. Das kann man vernachlässigen vom Gewicht her. Aber ich finde es cool, dass es funktioniert. Und es hätte mich letztens auf der Baustelle gerettet mit meiner Kantenfräse. Und ich hätte es einfach mit dem Bosch Procore Akku verwenden können. Ich finde es ganz cool. Es gibt ja mittlerweile auch Systeme auf dem Markt, wo man dann untereinander zwischen den Herstellern die Akkus tauschen kann. Aber jetzt nicht bei allen. Bei Einhell geht das nicht, bei Parkside geht das nicht und so weiter und so fort. Und ja, also im Prinzip finde ich es gar nicht mal so schlecht. Leute, jetzt gibt es noch einen kleinen Bonus, was ich noch richtig in meinem Werkzeugkasten wirklich nicht missen mag. Das ist das kleine Ding hier, diese kleine Rohrzange von Knipex. Das ist mein Lieblingsteil. Das ist echt super schnell in der Hosentasche verstaut im Werkzeugkasten und man kann dann doch einiges hier spannen, finde ich. Und ja, so für Kleinigkeiten ist das echt ein richtig cooles Ding. Ich mag es, wollte es nur mal kurz erwähnt haben, dass es sowas in klein auch noch gibt. So meine Lieben, das waren jetzt einige Werkstatthelfer oder Werkzeuge, die man vielleicht nicht unbedingt braucht. Aber wenn man sie einmal benutzt hat, möchte man auf manches davon nur wieder schwer verzichten. Ich bin mal gespannt, welches dieser Werkzeuge kanntest du bereits oder hast sie schon im Einsatz? Und welches Werkzeug fehlt deiner Meinung nach noch unbedingt auf dieser Liste? Ballert es unten alles mal in die Kommentare rein.
Ja, wir sind am Ende des Videos. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen jetzt weiterhelfen mit ein bisschen neuen Werkzeug. Abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Lasst einen Daumen da. Hypt dieses Video. Das würde Gipfelholz unterstützen. Und ich würde sagen, schöne Werkzeuggrüße aus dem Allgäu. Bis demnächst. Servus.